Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meinem Food Adventskalender wieder mit dabei seid. Wir sind bei Türchen Nummer 9 und hinter Nummer 9 versteckt sich ein aktuelles Rezept aus meiner Backbox. Und zwar gibt es den Winter-Kirschkuchen. Viel Spaß! Wie jedes Jahr in meinem Adventskalender gibt es auch ein Rezept von der aktuellen meine Backbox. Und zwar ist es momentan die Weihnachtsbox. Ich gebe euch einen kurzen Einblick und dann geht es aber auch schon weiter mit dem Rezept. Und zwar meine Backbox hat diesmal in der Weihnachtsbox 4 Rezepte drin. Das sind einmal Cupcakes Linzer Art. Da ist von dem Bild drauf. Unten seht ihr dann immer, was ihr von der Box braucht. Hinten drauf ist dann mit Bildern eine Anleitung und oben steht dann noch, was ihr noch zusätzlich dazugeben müsst. Dann gab es Tannenbaumplätzchen, die sahen auch sehr süß aus. Da das gleiche, da ist hinten auch alles drauf. Hier ist der Winterkirschkuchen, den wir jetzt dann gleich backen werden. Und dann gab es noch ein 4. Rezept, und zwar schnelle Plätzchenstangen. Wie immer gibt es dann auch noch das Magazin dazu. Da ist ein bisschen Info drin über den Inhalt der Box, über die Rezepte. Ja. Und dann geht es an den Inhalt. Ich möchte mich jetzt gar nicht großartig auf den Inhalt fixieren. Hier seht ihr, was alles drin war. Unten in der Infobox, falls ihr für irgendwas Interesse habt, dort verlinke ich euch die ganzen Produkte und dann könnt ihr selber mal nachschauen. Also das hier war alles in der Backbox drin, in der aktuellen. Wie ich am Anfang dann auch schon gesagt habe, ich habe mich für den Winter-Kirschkuchen entschieden. Und dann braucht ihr von der Backbox den braunen Zucker, das Backpulver, dieses Hot Apple Cider Gewürz, Kirschlikör, Lebensmittelfarbe in grün und diese kleinen Mini-Streusel. Dann fügst du noch hinzu 300 Gramm weiche Butter, 6 Eier der Größe M, 375 Gramm Mehl, 30 Gramm Backkakao, ein Glas Sauerkirschen, das müsst ihr absieben, 50 Gramm Puderzucker und 7 Gramm Eiweiß. Dann legen wir auch gleich mal los. Die Butter sollte weich sein, so lässt sie sich viel leichter aufschlagen. Die gebt in eine Schüssel und schlagt sie auf. Wenn die Butter cremig ist, kommt dann der braune Zucker dazu. Wenn der Zucker mit der Butter gut verrührt ist, kommen die Eier einzeln dazu. Also ein Ei hinein, verrühren und dann das nächste. In der Zwischenzeit habe ich hier das Mehl, den Backkakao und das Backpulver an eine Schüssel gegeben. Dieses Backpulver war in der Backbox dabei, ist von Dr. Oetker. Und dann dieses Hot Apple Cider Gewürz. Im Grunde genommen ist es wie ein Lebkuchengewürz, nur mit so einem Apfelpunschgeschmack. Das heißt, da ist dann Zitronengranulat und Mandarinensaftkonzentrat noch mit drin, dass das alles ein bisschen nach Punsch schmeckt. Das kommt da ebenfalls mit hinein und dann verrühre ich das Ganze. Das Mehlgemisch wird dann nach und nach zur Eierbuttermasse dazugegeben. Und abwechselnd noch dazu kommt der Kirschlikör dazu. Wer keinen Alkohol mag, der nimmt einfach den Saft von dem Glas Kirschen. Das geht auch. Also das könnt ihr ohne weiteres durch Kirschsaft ersetzen. Muss nicht immer Alkohol sein. Das kommt dann beides abwechselnd da hinein. Das machen wir so lange, bis alles aufgebraucht ist. Dann ist der Teig fast fertig. Der Rand sieht bei mir jetzt noch ein bisschen wüst aus, aber das macht nichts. Ich muss ja noch die Kirschen unterheben und dann mische ich das einfach nochmal mit einem Teigschaber durch. Jetzt kommen noch die Kirschen dazu und die werden einfach vorsichtig untergehoben. Und wenn wir das machen, dann wird auch automatisch der Rand sauber. So sieht das Ganze aus. Mein Teig ist fertig. Jetzt brauche ich eine Springform mit einem Durchmesser von 26 cm. Die habe ich mit Backpapier ausgelegt. Und da kommt jetzt mein ganzer Teig hinein. Den noch ein klein wenig verstreichen. Und dann darf der bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für gute 50 bis 60 Minuten backen. Und nach dem Backen kurz in der Form auskühlen lassen, den Kuchen vorsichtig vom Rand lösen. Sieht ja nicht toll aus? Das ist ein richtig schöner, saftiger Schokokuchen. Und dann stürze ich ihn auf ein Kuchengitter und lasse ihn da dann komplett auskühlen. Ganz wichtig. Wenn der Kuchen ausgekühlt ist, machen wir ein Royal Icing. Das wird aus Puderzucker,
Eiweiß und 2 Esslöffel Wasser hergestellt. Also jetzt nicht erschrecken, in dem Rezept habe ich bei euch ganz wenig. Ich habe ein bisschen mehr gemacht, denn ich brauchte mehr noch für etwas anderes. Ihr nehmt diese 7 Gramm Eiweiß und die 50 Gramm Puderzucker und gebt da kein Wasser dazu. Das gibt da also den Puderzucker und das Eiweiß gebt ihr in eine Schüssel und verrührt das Ganze so lange, bis ihr so eine richtig schöne, zäh fließende, weiße Spritzglasur habt. Dann habe ich mir diese 50 Gramm weggenommen für diesen Kuchen. Das war jetzt die Lebensmittelfarbe, die wo in der Backbox mit drin war. Wie gesagt, unten in der Infobox verlinke ich euch den Namen. Man könnt dann selber nachschauen, um was es sich da handelt. Da habe ich jetzt einfach, ja, so nach Lust und Laune, nach Gefühl, Pulver dazu gegeben und es wird dann umgerührt, bis eine richtig schöne grüne Masse entsteht. Die kommt in einen Spritzbeutel, da braucht ihr auch keine Lochtülle. Hier habe ich jetzt meinen ausgekühlten Kuchen. Ich habe den noch eben geschnitten, weil er war ein bisschen uneben gebacken. Und dann teile ich den jetzt in Stücke ein. Ich habe meinen Kuchen in 8 Teile geteilt. Ihr könnt ihn aber auch größer, also kleiner teilen, dass mehr Stücke werden. Und was ihr euch noch zurechtlegen solltet, das sind diese kleinen süßen Sternchen. Die waren so klitzeklein, also wirklich sowas von süß. Die waren auch mit in der Backbox drin. Und dann geht es ans Spritzen. Und zwar mache ich jetzt so in Schlangenlinien auf jedes Stück. Das sieht dann später aus, als wäre es ein Tannenbaum. Also einfach von unten nach oben Schlangenlinien spritzen. Und das auf jeden Stück. Wie ihr sehen könnt, sind da ein paar Löcher drin. Einfach ein bisschen mehr Glasur reinspritzen, dann geht es schon. Ja, das macht jetzt mit dem ganzen Kuchen. Ich rate euch aber immer so nach 2 Stückchen, das wird ja auch unheimlich schnell fest, auch schon diese Sternstreusel drauf zu streuen. Das habe ich hier jetzt auch gemacht, das seht ihr jetzt gleich. Das einfach ein bisschen nehmen. Und ja, darauf achten, dass er halt das Grüne trifft, weil sonst fliegt euch das Ganze wieder runter. Ja, und das machen wir dann mit jedem Stückchen. Das darf dann noch fest werden. Und so sieht er dann aus. Ich zeige euch jetzt mal ein Stück und dann erkennt ihr auch den Tannenbaum. Also ich finde diese Idee wirklich total goldig. Und wie gesagt, diese Variante geht auch ohne Alkohol, indem ihr Kirschsaft nimmt. Dann können das auch Kinder essen. Nämlich dieses mit diesen Sternchen drauf verteilen, das ist eine wunderbare Arbeit für Kinder. Die machen das unheimlich gern. Ja, und so sieht dann ein Tannenbaumstückchen aus. Ja, das war jetzt ein Rezept aus der aktuellen Weihnachtsbox von meiner Backbox. Dieser Kuchen ist so saftig und durch die Kirschen noch auch so richtig lecker fruchtig. Dann dieses Hot Apple Cider. Ihr könnt da auch Lebkuchengewürz nehmen. Gibt es noch so einen weihnachtlichen Touch. Und ich finde die Idee, diesen Kuchen da aufrecht hinzustellen, dass er dann ausschaut wie ein Tannenbaum, so wie hier, voll cool. Also es ist doch, man könnte es sogar als Nachspeise benutzen. Also verwenden, benutzen. Ja, das war es dann auch von mir. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch eine wunderbare Weihnachtszeit. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis demnächst. Tschüss!